Servus zurück oder Servus, falls du neu auf dem Kanal bist. Heute soll es mal um ein Anfängerthema gehen, spezifisch um das Anfangen von Flames of War bzw. Tipps dazu. Ich habe ja im Video von letzter Woche ein bisschen über das Anfangen der Italiener gesprochen. Hier haben wir uns ein paar Boxen dazu angeschaut und ich habe ja dabei auch eine interessante Information geteilt. Das Video findest du unten in der Videobeschreibung, falls du dir das Ganze anschauen möchtest. Ist natürlich nur interessant, wenn du Anfänger bist bzw. Interesse daran hast, die Italiener spezifisch anzufangen. Und ich werde das Ganze hier jetzt auch ein bisschen nutzen mit den Italienern. Das Ganze ist aber etwas allgemeiner gehalten und es geht eben, wie gesagt, wieder darum, um das Thema Flames of War anzufangen. Und da ist mir einfach letzte Woche, nachdem ich das Video gemacht hatte, einfach was aufgefallen aus dem Video heraus, wo ich mir gedacht habe, da macht es vielleicht Sinn, auch mal für Anfänger darüber zu reden. Wie gesagt, ein eher Anfängerthema. Leute, die schon lange Flames of War spielen oder auch Team Yankee, die kennen das Ganze. Da wird es nichts Neues hier geben, aber fangen wir ganz einfach mal an. Und zwar, ich möchte als erstes mal hier auf diese Start Here Booklets eingehen. Das ist jetzt eben das der Italiener aus der Avanti Starter Box, aber die sind grundsätzlich alle gleich aufgebaut. Ihr bekommt hier immer so eine Anleitung, wie ihr hier die Figuren zusammenbauen könnt, die ihr in der jeweiligen Starterbox findet, inklusive einem Ausblick auf die Regeln, eben durch den Abdruck der Einheitenkarten. Und dann findet ihr hier weiter auch noch eine Armeeliste, wie ihr sie aus der Box hier bauen könnt. In dem Fall Italiener, ich habe es letzte Woche schon gesagt, sind hier schon 75 Punkte in dieser Box enthalten. Also schon mal ganz gut. Und dann zum Schluss gibt es noch immer dieses What's Next. Hier ein bisschen eine Info, wie ihr eure jeweilige Armee dann aufbauen könnt in Bezug anschließend auf die Starterbox. Und eben diese Booklets sind in allen Starter-Sets enthalten, also in den Armee-Starter-Sets, hier für die Italiener, für jede andere Fraktion. Und das ist eben bei allen Fraktionen gleich. Jedes Starter-Set hat eben so ein Booklet dabei, wo diese Informationen drinnen sind. Und hier sind mir einfach ein paar Sachen jetzt wichtig, über die ich sprechen möchte. Einerseits mal, falls du komplett neu bei Flames of War bist und vielleicht auch noch überhaupt keine Ahnung vom Tabletop allgemein hast, also überhaupt noch kein Tabletop gespielt hast, sondern hier wirklich Flames of War dein Einstiegspunkt ist, dann macht es vielleicht Sinn, dass du dich hier an dieses Booklet hältst, an diesen Start Here Guide. Denn wie schon gesagt, du bekommst hier einerseits mal eine Anleitung, wie du die Figuren zusammenbaust und das Ganze auf Basis schon einer vorgefertigten Armeeliste. Du brauchst dir hier keine großartigen Gedanken machen, hast alles, was du brauchst und kannst hier dann ganz einfach die ersten Gehversuche machen, Figuren zusammenbauen, damit spielen und hast dann eben noch immer die Möglichkeit, später zu erweitern, falls du das möchtest. Das ist einmal der eine Tipp, den ich hier geben möchte, einfach sich nicht zu viel reinzusteigern, sich nicht zu viele Gedanken zu machen, sondern auch einfach mal anzufangen. Weil wenn es wirklich sein soll, im Fall des Falles, du kannst später noch immer etwas dazu kaufen. Letzte Woche hatten wir es zum Beispiel hier sowohl mit der Avanti-Box als auch der Tobruk-Starter-Box. Da sind insgesamt 20 Panzer dann drinnen gewesen. Da hast du genug Auswahl, um auch mal was auszuprobieren. Daher die ersten Panzer hier aus der Box zum Beispiel einfach mal zusammenbauen, wie sie hier in der Beschreibung sind, wie sie für die Armeeliste hier gedacht sind. Und dann kannst du zum Beispiel noch immer mit einer anderen Box erweitern und das Ganze ergänzen. Aber, und das ist der andere Punkt, den ich hier ansprechen möchte, vor allem wenn du schon länger im Tabletop-Hobby bist, wenn du vielleicht auch schon länger oder eine gewisse Zeit mal Flames of War gespielt hast, wirst du schon wissen, aber eben auch hier wieder speziell für die Einsteiger gedacht für diese Spielsysteme und gilt natürlich nicht nur für Flames of War, sondern auch allgemein für Team Yankee, ist eben auch wieder das Thema mit dem Zusammenbau. Diese Anleitungen, die hier in diesen Booklets abgedruckt sind, beschreiben grundsätzlich die Art und Weise des Zusammenbaus, wie es angedacht ist, standardmäßig für diese hier enthaltene Liste. Das ist so der Schwerpunkt. Jetzt ist es aber so, dass sehr häufig, und das hat auch bei mir zu Verwirrungen geführt, teilweise in manchen dieser Starter-Sets, man hat dann einen Gussrahmen,
der sehr, sehr viel mehr Optionen bietet als das, was hier ersichtlich ist. Und da kennt man sich teilweise nicht aus. Daher der zweite Tipp. Einerseits, du kannst auf die Homepage gehen von Battlefront bzw. Flames of War oder Team Yankee, dort den Produktcode eingeben des jeweiligen Bausatzes, den du bauen möchtest, und findest dort einen Assembling Guide, der zeigt dir an alle möglichen Optionen, die du im Regelfall damit bauen kannst. Somit, falls es dich interessiert, kannst du dir auch vorab schon mal dort Informationen holen, welche Möglichkeiten du noch hättest, deinen Bausatz, den du gerade in Angriff nehmen möchtest, zusammenzubauen, um hier vielleicht bereits von Anfang an Variation reinzubekommen. Wie schon gesagt, vielleicht nicht unbedingt das, was ich einem kompletten Neueinsteiger empfehlen würde, sondern eher hier dann mit dem Start Here Guide und dieser Beschreibung beginnen und der Mailliste. Aber wenn du schon Tabletop-Erfahrung hast, macht es dann durchaus Sinn, eben sich mit den Regeln zu befassen und dann zu schauen, was kann ich bauen, und den Assembly Guide dann zum jeweiligen Produkt ansehen, was du hier alles für Optionen hast, um dann das Ganze vielleicht anders zusammenzubauen und eine Armeeliste, die eventuell besser dem entspricht, was du am Ende dann wirklich spielen möchtest. Ich hoffe jetzt natürlich, dass dieser Tipp dem einen oder anderen auch hilft, um eben eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht eben, wie gesagt, als Komplettanfänger hier doch ans Booklet halten. Ansonsten gerne mal auf den Webseiten schauen von Team Yankee bzw. Flames of War in den jeweiligen Assembly Guide zum jeweiligen Produkt, zum jeweiligen Gussrahmen, um sich hier dann eben einen Überblick zu verschaffen, was man so alles bauen könnte. Aber um sich eben nicht zu sehr verwirren zu lassen, vielleicht damit zu starten. Und ansonsten, falls ihr euch für solche Produkte interessiert von Flames of War, ihr könnt das Ganze bei S-Games kaufen. Link dazu in der Videobeschreibung. Und ich werde dir hier jetzt noch ein Video verlinken. Einerseits zur Tobruk Starter Box, falls dich vielleicht die Italiener interessieren, oder ansonsten eben kannst du beim Video von letzter Woche vorbeischauen, wo es auch um den Start für die Italiener gegangen ist, wo wir uns das Ganze ein bisschen angeschaut haben. Und ansonsten findest du hier noch das aktuell letzte Video, das hochgeladen wurde hier auf dem Kanal, um dann eben up to date zu sein, immer mit dem neuesten Video. Und es würde mich natürlich freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest, falls du das noch nicht gemacht hast.